Für mich ist es auch weniger ein Comeback, mehr eine Fortsetzung. Das waren sozusagen meine Lehrjahre und ich habe mich natürlich auch ganz am Anfang erstmal gewöhnen müssen an dieses Leben. Es war eine gewaltige Umstellung von der Schulbank auf die Bühnen. Und dann fragt man sich ja auch irgendwann natürlich irgendwie, wie funktioniert dieses Business? Also habe ich mich mit diesem ganzen Vertragsrechten auseinandergesetzt, mit den Produktionsvorgängen. Und irgendwann möchte man natürlich selbstständig das auch umsetzen, was man so beobachtet. Frau Mierer also sagte ja vorhin, es gibt viele, die mitverdienen wollen. Ist es bei Ihnen ganz gut gelaufen, obwohl Sie so jung waren, dass Sie genug Ruhe behalten haben? Oder sagen Sie im Nachhinein, das ist schief gelaufen? Nein, ich denke, ich bin sehr fair und auch gut behandelt worden. Also ich habe von Anfang an ein sehr fähiges Management gehabt, aber auch eben meine Mutter, die von Anfang an also drauf geguckt hat. Ich hätte sicherlich mit 14, 15 keinen Gedanken daran verschwendet. Ich hatte ganz andere Proben zu bestehen, aber meine Mutter hat von Anfang an, obwohl sie auch gar nicht in dieser Welt sich jemals bewegt hat, die Anwälte besorgt, befragt, sodass das eben auch alles so seinen rechten Weg gegangen ist. Also das ist schon beruhigend. Nichtsdestotrotz hat das keinen Wert, also keinen wirklich wichtigen Stellenwert in meinem Leben. Sie haben auch viele Preise bekommen, also waren wirklich ganz erfolgreich, auch mit Echo-Auszeichnungen und so weiter. Sind Sie da heute noch stolz drauf? Wir haben gerade gestern in meinem Haus fotografiert und ein Redakteur, den ich jahrelang kannte, aufgrund dessen ist das auch passiert, weil ich da mit meinem Privatleben schon ein bisschen vorsichtig bin. Und er hat gesagt, wo sind die goldenen Platten, wo sind die Preise? Und die Preise sind in irgendeinem Zimmer in der Ecke auf dem Schrank und die goldenen Platten irgendwo im Keller. Also ich finde es schwer, sich jeden Tag daran zu freuen, weil so viele andere Dinge wertvoller sind. Im Moment ist es toll, einen Preis zu bekommen, aber es ist genauso wie Herr Buch das beschrieb, manchmal so ein bisschen gruselig, wenn so viel Aufmerksamkeit auf einem lastet und alle dein Freund sind, weil du einen Preis in der Hand hast. Im nächsten Jahr bist du auch da und dieselbe Person und genauso nett oder genauso interessant, aber trotzdem sind die Kameras woanders. Es ist schon ganz klar, dass man kann ich singen, dann hieß es, naja, das ist halt ein Imageprodukt, das ist halt sozusagen, ich weiß noch, da hieß es mal, das sei Heintje-Techno für Mamas mit ihren 8-jährigen Töchtern und dann galten sie als Sexsymbol für 20-jährige Singles und so. Wie sehen Sie das heute im Nachhinein? Also war das alles sehr ungerecht oder haben Sie da auch zum Teil bei einem Marketing mitgemacht, wo Sie sagen, also heute würde ich mich nicht mehr gern so verkaufen lassen? Ich kann mir vorstellen, dass es von außen so ausgesehen hat, aber in der Tat hatte ich nie Interviewtraining oder sonst was, hatte meine Klamotten an. Ich hatte natürlich immer Leute, die mich unterstützt haben, aber was wirklich diese Management-Künstler-Beziehung, die ich habe, ausmacht, ist, dass wir im Team zusammenarbeiten. Und natürlich brauchte ich sehr viel Hilfestellung mit 14, 15, aber nichtsdestotrotz war ich immer auch meine eigene Person und konnte unterscheiden, das mag ich nicht. Der Name lässt natürlich zu, dass man da sehr viel reininterpretiert und auch die jungen Jahre und der Erfolg, das war ganz klar, dass das nicht immer natürlich gelobt wird. Aber man gewöhnt sich dran und es hat nie besonders wehgetan. Aber ein Image ist ja auch etwas, was von anderen kreiert wird. Egal, was ich tue, wird es von anderen Menschen immer anders bewertet. Wenn man 10 Leute fragt, werden 10 Leute was anderes über mich sagen. Gut, Sie haben es aber auch, glaube ich, ein bisschen mit, also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass Sie damals nie über Jungs gesprochen haben. Weil ich es nicht wollte, ja. Und deswegen war ich so überrascht, jetzt vor 2 Wochen in der Bild-Zeitung. Sie wissen, da war diese Überschrift, Blümchen erzählt, wie sie gepflückt wurde, wo Sie erzählen, dass Sie als 17-Jährige eben von dem Sohn von Costa Cordalis entjungfert wurden, so ungefähr. Warum haben Sie das erzählt? Weil ich denke, dass zu jedem Menschen natürlich eine Geschichte gehört. Damals, als es sehr frisch war, als ich diese Beziehung geführt habe, war es sicherlich ganz klar, dass der Abstand nicht dazu da ist. Heute ist es ein Teil meines Lebens. Und der eigentliche Grund war, dass ich von sehr vielen Mädchen natürlich auch befragt werde. Ich habe für eine Jugendzeitschrift Post beantwortet, sozusagen als Beraterin oder um meine Erfahrung zu teilen. Da sind viele 14-Jährige, also ein Schreiben von 14-Jährigen gekommen, die gesagt haben, ich bin 14 und es ist noch nicht passiert, muss ich mir Sorgen machen. Und das finde ich irgendwie schade. Alles, was ich in diesem Interview gesagt habe, dass ich
verliebt war, einen tollen Partner hatte und dass es ein schönes Erlebnis war. Und ich glaube, das kann man auch ruhig teilen. Damit gibt man nicht so viel Preis. Aber was ich mich immer frage, ist, ich wurde auch mal gepflückt. Ich hoffe das. Und ja, ist passiert. Und ich habe mich auch mal gefragt, ob ich das jetzt preisgeben sollte. Da hatte ich mit Film auch schon zu tun. Und dann habe ich dachte, ja, dann gibt es Yellow Press, ist ja super, aber dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Also ich denke immer, viele machen, also ich kann jetzt, es gibt ja so viele Stars, super war das. Aber das war super einfach. Viele Stars erzählen, ich kann die Zeitung schon gar nicht mehr aufmachen, der hat den und dann ist das. Das ist ein Kauderwelsch, wo jeder muss quasi mehr oder weniger sagen, wann er gepflückt wurde. Nein, muss nicht. Und ich habe lange Jahre, habe ich überhaupt nichts Privates preisgegeben, was dann auch wieder ein Kritikpunkt ist. Ja, weil dann verkauft man ja auch nichts und man kommt ja auch keine Schlagzeilen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass durch diese Information eine Platte mehr verkauft wird. Aber Dieter, glaube ich, mag das. Ich habe ja vorher auch Platten verkauft, ohne dass ich Privates... Ja. Wir wollen noch kurz reingucken in Lebe deinen Traum, ne? Ja. Das Neue. Hör auf zu schlafen, Dornröschen, denn der Prinz besiegt den Drachen heute. Nicht für dich. Hol dir die Welt, hol dir das Glück, kämpf für die Liebe, schau nach vorn und nicht zurück. Aber das meine ich, in der Öffentlichkeit bewegt man sich immer auf einem Terrain, wo jede Entscheidung grundsätzlich falsch oder richtig sein kann. Wenn ich nicht über irgendwas rede, ist es grundsätzlich etwas, was Leute ankreiden können und umgekehrt. Also man kann immer nur das machen, wozu man auch steht. Und ich glaube, das ist das, was jeder als erstes lernt. Lebe deinen Traum. Was ist Ihr Traum, den Sie jetzt leben möchten? Also alles neu beginnen zu lassen, ist klasse. Ich schreibe, bin an den Produktionen beteiligt. Das sind Ziele, die ich hatte. Auf der Bühne zu stehen, das tut mir gut. Und es ist auch so, obwohl es in jungen Jahren begann, nichts, was mir geschadet hat. Da gibt es andere Beispiele, die sagen, dass sie das verdorben hat oder dass sie jetzt einfach irgendwie sehr darunter zu leiden haben. Mir geht es gut, weil ich einen sehr starken familiären Background habe, Freunde habe, die auch immer noch aus der Schulzeit stammen. Wohnen Sie eigentlich noch bei Ihrer Mutter oder haben Sie inzwischen eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne noch zu Hause. Also das war immer so Ihr Halt, ne? Zu Hause. Es wäre auch ein Halt, wenn ich nicht zu Hause wohnen würde, aber ich bin praktisch nie da. Und wenn man dann mal zurückkehrt, dann möchte man sich nicht irgendwie über Umziehkartons hermachen. Es ist sicherlich ein Schritt, den ich auch gehen werde, wie jeder andere auch. Aber ich finde es einfach unattraktiv, eine Wohnung zu haben, in der ich nie bin. Miete zu zahlen für etwas, was ich nicht benutze. Dann hoffen wir, dass es gut läuft. Aber auch wenn es scheitert, Sie haben eine Art von Halt. Sie haben das mit. Dann können wir auch drüber reden, was Scheitern ist. Erstmal viel Glück. Danke.